Von allem, was Friedrich II., der Große, zur künstlerischen Ausgestaltung seines Daseins äußerlich unternahm, ist nichts so berühmt geworden wie sein Sommersitz bei Potsdam, das Schloss und der Park Sanssouci. Hallo und herzlich willkommen in Park und Schloss Sanssouci. Hier vollendete Friedrich der Große sein Arkadien. Denn die Harmonie zwischen Kunst und Natur spiegelt sich in der Gestaltung des Schlosses wider, welches auf einen Weinberg errichtet wurde. Hier komponierte, musizierte und philosophierte der preußische Monarch. Gern möchte ich euch die wunderschönen Räumlichkeiten etwas genauer vorstellen und ihr erfahrt die ein oder andere Anekdote aus seinem Leben. Der König hatte dazu selber die Skizzen zu den Bauplänen und Anlagen entworfen. Sie blieben als eine seiner interessantesten Hinterlassenschaften erhalten. Bereits vor dem Zweiten Schlesischen Krieg, unmittelbar voran ging die Schlacht bei Hohenfriedberg im Jahr 1745, hatte Friedrich II., von der Anmut der Potsdamer Gegend gefesselt, den Grundstein für die Anlage des sogenannten Lustschlosses im königlichen Weinberg gelegt und ließ die Arbeiten beginnen. Sein Baumeister Georg Wenceslaus von Knobelsdorff führte die Leitung des Baus. Der Berghang wurde zu 6 mächtigen Terrassen umgestaltet. Gekrönt wurde der einstige wüste Berg auf der obersten geschwungenen Terrasse mit einem Sommerschloss. Sanssouci, ohne Sorge. Nach 2 Jahren, im Mai 1747, konnte der König bereits das glanzvolle Einweihungsfest begehen. Der neue Dekorationsstil des friderizianischen Rokoko erlangte in dieser Zeit seine höchste Blüte. Doch es kam auch zu dauernden Verstimmungen zwischen dem Baumeister Knobelsdorff und dem königlichen Bauherrn. Friedrich verwarf den Vorschlag des Baumeisters, das Gebäude zu unterkellern und es wegen der besseren Fernwirkung auf einen Sockel zu setzen. Praktische Gründe wie Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit und Ästhetik sprachen dafür, doch Friedrich drang aus Gründen der Bequemlichkeit auf die Anlage des Schlosses ohne Souterrains. Friedrich verknüpfte mit dem Namen Sanssouci eine geheime, tiefere Bedeutung. Er hatte sich an der Schlossseite auf der obersten der 6 Terrassen eine Gruft bauen lassen. Sie war mit einer Marmorplatte überzogen, darauf lagerte die Bildsäule einer Flora und verhüllte diese Gruft. Das Bildwerk ist von einem Halbrondell umgeben, in dem als Kopien die Marmorbüsten der ersten 12 römischen Kaiser aufgestellt wurden. Einem Freund sagte er einst: „Wenn ich dort bin, werde ich ohne Sorge sein." Aus dem Fenster seines Studierzimmers hatte Friedrich täglich das Bild der Blumengöttin, der Hüterin seines Grabes, vor Augen. Mit der Geschichte von Sanssouci verbinden sich noch weitere interessante Anekdoten. Bekannt ist, dass nicht weit des Schlosses eine Windmühle steht. Diesen Ort hätte Friedrich gern in die Gartenanlage einbezogen. Der König bot dem Müller für den Verkauf eine bessere Mühle an einem anderen Platz an und zusätzlich bot er Wasserlauf und alles andere freizugeben und die Summe, die der Müller für die alte Mühle forderte, bar zu zahlen. Nun, der Müller aber bestand trotzdem auf seine Mühle, denn er hatte sie von seinem Vater geerbt und dieser wünschte, dass seine Kinder die Mühle weiter bewirtschafteten. Friedrich gab nach und änderte schließlich den Plan des Gartens. Noch heute erheben sich die Flügel der Mühle über das königliche Schloss.
Für 5.000 Taler erstand Friedrich vom Fürsten Liechtenstein in Wien den sogenannten Betenden Knaben, eine um 300 vor Christi gefertigte Bronzestatue. Von der Bibliothek aus fiel der Blick direkt darauf. Sie hatte für ihn einen enormen persönlichen Wert. Vermutlich sollte sie die Trauer um den frühen Verlust seines Jugendfreundes Hans Hermann von Katte ausdrücken, der nach dem gescheiterten Fluchtversuch des Kronprinzen Friedrich aus dem Regiment des Vaters 1730 hingerichtet wurde. Weitere antike Originale kamen aus den Sammlungen Polignacs. Wir betreten das Vestibül, den Empfangssaal von Schloss Sanssouci. Die Gäste gelangten, wenn sie das Schloss betraten, direkt hierher. Ein immer wiederkehrendes Leitmotiv bei der dekorativen Ausschmückung der Schlossräume sind die Themen Gartenbau und Wein und die mit ihm verbundenen Vorstellungen von heiterem Lebensgenuss. Säulen schaffen wie im Ehrenhof eine feierliche Atmosphäre. Das Deckengemälde von Johann Haper zeigt die Blumengöttin Flora. Sie streut Blumen und Früchte vom Himmel herab. Auch die vergoldeten Stuckreliefs über den Türen, die den Tanz der Nymphen und den Triumphzug des Bacchus zeigen, variieren ein bestimmtes Motiv und Thema in der Raumgestaltung, das uns im Schloss immer wieder begegnet: das der Lebensfreude und Naturverbundenheit. Die markante Sitzstatue war ein Geschenk des französischen Königs Ludwig XV. An Friedrich den Großen, der griechische Kriegsgott Ares. Er hat seinen Helm auf den Boden gelegt und stützt seinen Fuß darauf. Sein Schild lehnt ungenutzt an seiner Seite, an seinem Bein spielt Amor. Es verdeutlicht, Kriege sollten hier in diesem Lustschloss außen vor bleiben. Wie die Bibliothek gehörte die kleine Galerie zu den Privaträumen Friedrichs. Der langgestreckte und schmale Raum beherbergt neben einer aufwendig vergoldeten Wanddekoration eine Fülle von Bildern und Skulpturen. Durch die kleine Galerie erreichte der König vom Vestibül aus auf kürzestem Weg seine Bibliothek und das Schlaf- und Arbeitszimmer. In der kleinen Galerie sind mit Gemälden von Antoine Watteau und Nicolas Lancret wie Jean-Baptiste Parterre ausschließlich französische Maler des frühen 18. Jahrhunderts vertreten. Watteau war mit seinen galanten Festen der Schöpfer eines neuen Genres. Dem heiteren Lebensgenuss hingegeben und von den Fesseln des höfischen Zeremoniells befreit, werden auf diesen Gemälden ausgelassene Gesellschaften von festlich gekleideten Menschen in südlicher Landschaft gezeigt. Sie verkörpern die elegante Welt des Rokoko, deren französische und galant gestimmte Atmosphäre Friedrichs Ideal entsprach. Eine wichtige Grundlage zum Sammlungsbestand antiker Skulpturen bildete die im Jahr 1742 geschlossen angekaufte Sammlung des Kardinals und ehemaligen Botschafter Frankreichs im Vatikan, Melchior de Polignac. 60 Statuen und 100 Büsten und Köpfe befanden sich in dem über 300 Objekte umfassenden antiken Bestand. Der König ließ sie in verschiedenen Schlössern und Gärten aufstellen. Seit Rheinsberg erfreute sich des tiefsten Interesses Friedrichs der Mann, der sich damals an die Spitze der geistigen Bildung Frankreichs und somit ganz Europas gestellt hatte: Voltaire.
Mit dem größten Enthusiasmus wurde er von Friedrich aufgenommen, der ihn wie kein zweiter anzog und den er schon oft vergeblich für sich zu gewinnen versucht hatte. Es war die helle Fackel des gesunden Menschenverstandes, mit der Voltaire in das Dunkel des Aberglaubens hineinleuchtete, und das in fast allen Gebieten des Wissens, in der Geschichte, der Naturkunde, der Philosophie. Alles, was er schrieb, hatte einen praktischen Grund. Und aus eben diesem Grund fand Friedrich in Voltaire den Mann, der das, was in ihm ruhte, was ihn zu Taten treiben sollte, durch das Wort aussprach, der so sein inneres Wesen vollendete und ausfüllte. Am 10. Juli 1750 traf Voltaire in Sanssouci ein, um fortan bei Friedrich zu bleiben. Er erhielt den goldenen Schlüssel der Kammerherren, den Verdienstorden und ein bedeutendes Jahresgehalt, welches sich bald auf die Summe von 5.000 Talern steigerte. Prinzen und Staatsminister beeiferten sich, ihm ihre Aufwartung zu machen. Voltaire konnte sein Leben gestalten, wie er wollte. Nur zu den Abendmahlzeiten traf sich der Kreis der Vertrauten, vereint zum heiteren Genusse. Der von Festlichkeit geprägte Marmorsaal ist durch seine Größe und seine zentrale Lage als repräsentativer Hauptraum des Schlosses herausgehoben. Er ragt als einziger Raum weit über die Flucht der Gartenfassade hinaus. 8 korinthische Säulenpaare aus edlem Marmor gliedern den ovalen Saal. Den Bereich über dem Gesims bevölkern spielende Putten und 4 Figurengruppen als personifizierte Künste der Architektur, Musik und Poesie, Malerei und Bildhauerei, Astronomie und Geographie. Die Bronzebüste des schwedischen Königs Karl VII. War ein Geschenk der schwedischen Königin und Schwester Friedrichs, Luise Ulrike. Nicht zuletzt durch Adolf Menzels berühmtes Gemälde aus dem Jahr 1850 ist der Marmorsaal eng mit der Tafelrunde Friedrichs verbunden. Der aufgeklärte König versammelte einen Kreis führender europäischer Intellektueller, Wissenschaftler, Philosophen und Schriftsteller zu geistreichem und heiterem Gespräch um sich. Anders als das Gemälde Menzels zeigt, existieren keine Beweise dafür, dass der Marmorsaal tatsächlich der Ort der Tafelrunde war. Es ist dagegen recht wahrscheinlich, dass die Tafel, wie es höfische Tradition war, im ersten Vorzimmer des Königs stattgefunden hat, also im benachbarten Audienz- und Speisezimmer. Der Marmorsaal scheint nur bei besonderen Anlässen als Fest- und Speisesaal gedient zu haben. Der geistreiche Franzose Voltaire machte sich bald durch seine wiederholten Anmaßungen Feinde, dass man ihn schließlich als recht lästig empfand. So hatte man einmal, als Voltaire durch Pommern musste, dorthin vorausgemeldet, dass des Königs Leibaffe durchkäme. Die Zeichnung von Wartmüller zeigt den Erfolg dieses Witzes bei der pommerschen Landbevölkerung. Voltaire missbrauchte seine Stellung, um Nebenbuhler im Bereich des Wissens zu unterdrücken, um seine Einkünfte auf beliebige Weise zu vergrößern, um sogar politische Bedeutsamkeit zu erreichen. Er nahm keinen Anstand, mit fremden Gesandten auf eine Weise zu verkehren, die Friedrich für seinen literarischen Genossen wenig schicklich erachtete. Alles das bemerkte Friedrich mit steigerndem Unwillen und sandte dem Dichter ernstliche Rügen über sein ganzes Benehmen zu. Und das schöne Verhältnis schien in kurzer Frist seiner Auflösung nahe.
Das Audienz- und Speisezimmer ist als relativ kleiner und intimer Raum das erste Zimmer der königlichen Wohnung. Die zahlreichen Gemälde, deren vergoldete Rahmen sich wirkungsvoll vom Hintergrund des blass-lilafarbenen Seidendamast abheben, bestimmen den Charakter des Raumes. Fast der gesamte Gemäldebestand des Zimmers, ausschließlich französischer Maler, hat sich aus dem 18. Jahrhundert erhalten. Friedrich bewohnte Sanssouci von April bis Oktober. An kalten Tagen konnten viele Räume im Schloss beheizt werden. Zur Ausstattung des Raumes gehört eine Kommode neben dem Kamin. Es handelt sich um eine Brennholzkommode, die der Aufbewahrung von Feuerholz diente. Die Schubladen sind lediglich vorgetäuscht, der Kasten lässt sich seitlich öffnen. Geheizt konnte Friedrich diesen Raum auch an kühlen Tagen für seine ausgiebigen Tafelrunden nutzen. Wie es die Bezeichnung des Zimmers andeutet, diente das Audienzgemach auch als Speisezimmer. Hier fand bis kurz vor seinem Tod die Mittagstafel statt, zu der er täglich 7 bis 10 Personen einlud. Meist Gelehrte und Offiziere, denen der König die Einladung morgens um 10 Uhr zukommen ließ. Die Mahlzeiten erstreckten sich in der Regel über mehrere Stunden und waren begleitet von ausgiebigen, geistreichen Gesprächen in französischer Sprache. Friedrich kontrollierte am Vorabend stets persönlich den Zettel mit der Speisefolge. Seine Vorliebe lag bei scharf gewürzten Gerichten. Das Deckengemälde von Antoine Pen zeigt die auf einer Wolke sitzende Blumengöttin Flora, vom Windgott Zephyr bekränzt. 2 Putten streuen dabei Blumen aus einem Korb herab. Die vergoldeten Reliefs über den Türen mit Putten, Blumen und Büchern schuf Friedrich Christian Klume. Passend zu Friedrichs Ideal von Freundschaft und Geselligkeit halten 2 Putten ein Papier mit der Aufschrift »Möge uns die Sonne bei ihrer strahlenden Wiederkehr noch hier im Gespräch über Verse und Liebe finden.« Wie kein anderes Zimmer des Schlosses ist das Konzertzimmer mit dem umgebenden Garten verbunden. Die filigranen Wand- und Deckenornamente stellen mit Pflanzen, Tieren und Muscheln variantenreiche Formen der Natur dar. Angedeutete Gitterpavillons rufen die Illusion einer Gartenlandschaft hervor und erinnern an die Laubengänge, wie sie seitlich des Schlosses auf der Terrasse zu finden sind. Über den Gemälden zieren Darstellungen von Musikinstrumenten die Wände und geben Auskunft über die Bestimmung dieses Zimmers. Daran erinnern auch der Hammerflügel von Gottfried Silbermann aus dem Jahr 1746, eine Flöte und ein Notenpult Friedrichs des Großen. Der König war ein talentierter Querflötenspieler. Im Konzertzimmer wirkte er als Solist, begleitet von seinen Musikern, darunter Carl Philipp Emanuel Bach, der berühmteste Sohn Johann Sebastian Bachs, am Cembalo. Die musikalischen Ambitionen Friedrichs ließen ihn selbst zum Komponisten von über 120 Sonaten werden. Wieder war es der Maler Adolf Menzel, der eines dieser Konzerte in seinem berühmten Gemälde für die Nachwelt dargestellt hat.
Diesen auch als Paradezimmer bezeichneten Raum nutzte Friedrich als zweites Empfangszimmer. Außerdem wurden hier nach dem Mittagessen, so ist es überliefert, der Kaffee getrunken. Eine zusätzliche Pracht entfaltete der Raum, wenn Friedrich bei solchen Anlässen eine Anzahl seiner kostbaren, brillant besetzten Schnupftabakdosen auf den Tischen ausstellen ließ. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt die ein oder andere Anekdote aus dem Leben von Friedrich dem Großen erfahren, habt die wunderschönen Räumlichkeiten gesehen. Hat euch das Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!